willkommen bei Judith Jelena, deinem Kanal rund um das Thema Do-it-yourself. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese schönen Makramee-Schlüsselanhänger basteln könnt. Weihnachten steht bekanntlich vor der Tür und die sind wirklich super einfach zu machen und ich zeige euch wie. Als erstes brauchen wir natürlich unseren Schlüsselanhänger und damit ich leichter arbeiten kann, klebe ich mir diesen an meinen Tisch fest, damit es nicht verrutscht. Und dann können wir auch schon starten. Ich habe mir jetzt 4 gleich lange Stränge abgeschnitten. Die sind jeweils 1,15 Meter lang. Und jetzt nehme ich mir erstmal einen davon und lege diesen in der Mitte zusammen, dass der auf beiden Seiten gleich lang ist. Heißt, ich habe hier eine Schlaufe und mit dieser Schlaufe gehe ich jetzt hier durch meinen Schlüsselanhänger und ziehe dann die beiden Enden hier durch die Schlaufe durch. Das ist der sogenannte Buchknoten und mit diesem Buchknoten befestigen wir jetzt sozusagen unsere Stränge am Schlüsselanhänger. So, das ziehen wir jetzt alles nochmal sehr schön fest, damit es auch gut hält. Schieben uns das hier in die Mitte. Und dann starten wir auch schon. Es geht los. Wir nehmen erstmal die Mitte auseinander, also heißt 4 Stränge auf jeder Seite. Und dann lege ich mir den mittleren Faden von der linken Seite so rüber. Jetzt starten wir nämlich mit den Rippenknoten und der wird eigentlich immer nur um diesen Faden hier geschlungen. Heißt, das ist mein Arbeitsfaden, den benutze ich gar nicht, der bleibt immer hier so quer liegen und um diesen Faden oder um diesen Strang arbeiten wir. Der erste Rippenknoten geht folgendermaßen, ich nehme mir den daneben, den links daneben und gehe einmal hier oben durch, also über meinem Arbeitsfaden und dann hier durch das Loch. Und dann, den halte ich einfach fest, ziehe ich den nach oben. Also der schlingt sich jetzt hier sozusagen entlang. Das gleiche mache ich nochmal, heißt hier oben drüber und dann hier durch und ziehe den wieder fest. So, das ist der erste Rippenknoten und wir machen jetzt direkt weiter hier mit dem da links daneben. Heißt, ich lasse meinen Arbeitsfaden hier wieder einfach so liegen und schlinge diesen hier drum herum. Wieder schön hochziehen und ein zweites Mal. Wir machen das immer 2 Mal. Und dann haben wir auch schon den letzten. Der Arbeitsfaden bleibt wie immer oben drüber liegen. Ich komme von unten oben drüber und dann hier durch und schlinge den fest. Das dürft ihr auch immer schön festziehen, damit das dann nachher auch ordentlich aussieht. So, das war es schon mit der ersten Seite. Jetzt lege ich mir die hier nach links weg, die brauche ich jetzt nicht und mache dasselbe auf der anderen Seite. Wir wollen wieder von der Mitte nach außen gehen. Heißt, ich lege mir jetzt diesen Faden hier als Arbeitsfaden drüber und dann komme ich mit dem ersten daneben, mit dem ersten Strang, gehe oben drüber und durch diese Schlaufe und ziehe die Schlaufe dann wieder hier nach oben. Das ist beim ersten Mal oft ein bisschen schwierig, das müsst ihr einfach ein bisschen üben und dann geht das wirklich ganz einfach. So, wieder schön festziehen, 2 Mal. Dann kommt der nächste Faden. Hier mein Arbeitsfaden bleibt oben drüber liegen. Ich nehme mir den Faden daneben, mache ihn oben durch und gehe durch diese Schlaufe. Und dann ziehe ich ihn mir wieder nach oben. Das mache ich nochmal. Und dann kommt auch schon der letzte.
So, jetzt möchten wir, ich zeige euch das mal hier nebenan, damit ihr seht, wie das aussehen soll. Wir haben jetzt hier die zwei schon mal angefangen, diese Rippenknoten, und jetzt möchten wir hier einen Kreuzknoten in der Mitte haben. Deswegen legen wir uns jetzt diese zwei auf die Seite, nehmen unsere 6 Stränge von der Mitte, nehmen die zwei äußeren, lassen die 4 inneren gerade runterhängen. Dann lege ich mir das über die Arbeit und der hier kommt über diesen Faden hinten durch und durch diese Schlaufe hier. So sieht das aus und dann ziehe ich mir das fest. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal von der anderen Richtung. Also jetzt haben wir gerade so gemacht, heißt jetzt machen wir es genau andersrum. Ich lege hier die Schlaufe, dann gehe ich hier mit dem drüber, unter dem ganzen Fadengedöns durch und komme hier durch diese Schlaufe wieder raus und das ziehen wir uns dann fest. Das ist jetzt ein sogenannter Kreuzknoten. Das ist das, was wir hier in der Mitte immer haben. Und dann geht es auch schon weiter. Wir wollen jetzt, ich lasse das mal liegen, dann erkennt man das ganz gut, hier weiter runter gehen. Bedeutet, ich teile mir das jetzt wieder. Die Seite lege ich mir wieder weg. Und dann nehme ich das hier wieder als Arbeitsfaden. Ich lege mir den so rüber und mache wieder einen Rippenknoten. Den schlinge ich mir sozusagen da wieder rum. Ziehe das schön nach oben. Und mache noch einen. Das sind ja immer 2. Und dann kommt schon der nächste Faden, der daneben liegt. Das ist der hier. Wird wieder rumgeschlungen. Und nochmal. Und der letzte. Und immer schön festziehen, damit das nachher ordentlich aussieht. Dasselbe mache ich jetzt wieder auf der anderen Seite, heißt, ich lege mir jetzt die 4 weg, nehme mir die 4 wieder und nehme mir diesen äußeren als Arbeitsfaden, um den wird wieder geschlungen. Heißt, ich komme von unten nach oben hier durch und ziehe den wieder nach oben. Schön festziehen und nochmal. Dann kommt der nächste, der daneben liegt. Und der letzte. So, und jetzt wollen wir ja, wie man hier ganz gut erkennt, hier rüber gehen. Bedeutet, wir arbeiten direkt mit diesem hier weiter. Das bleibt weiterhin unser Arbeitsfaden. Heißt, ich nehme jetzt hier die 4 Stränge wieder, tue mir die weg, lege das wie immer hier so drüber und um den wird weiter geschlungen. So, und jetzt wollen wir dasselbe auf der anderen Seite machen. Das soll ja auch hier lang gehen. Deswegen starte ich jetzt hier wieder, ich teile mir das wieder, 4, 4, nehme den hier in der Mitte und lege den wie gewohnt hier wieder als Arbeitsfaden drüber und schlinge mit dem anderen drumherum. Dann kommt der nächste, der bleibt oben drüber. Und jetzt kommt wieder unser Kreuzknoten. Bedeutet, ich lege mir die 2 äußeren wieder auf die Seite. Die brauchen wir dafür nicht. Die brauchen wir danach wieder zum Schlingen. Und lasse
die 2 äußeren weg. Die brauche ich jetzt zum Knoten. Die 4 inneren lasse ich gerade runterhängen. Ich lege mir das hier wieder so drüber. Den linken und den rechten, der kommt von oben drüber, hinten durch und durch die Schlaufe. Und das ziehe ich mir jetzt wieder fest. Und das Ganze jetzt nochmal umgekehrt, heißt, ich lege mir erst den rechten drüber. Gehe mit dem linken oben drüber und hinten durch und ziehe mir das dann wieder fest. Und damit habt ihr jetzt eigentlich schon alles gelernt, wie das funktioniert. Ihr könnt das jetzt so lange weitermachen, wie ihr wollt. Ich lasse euch mal das noch im Schnelldurchlauf mitschauen. So, ich habe das Muster jetzt 3-mal wiederholt, wie ihr seht. Das ist das erste, das zweite und das dritte. Ihr könnt das natürlich so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Ihr könnt das nur 2-mal machen, ihr könnt das 4-mal machen, ihr könnt das auch 5-mal machen. Ich mache das dann folgendermaßen, um hier so einen schönen Abschluss zu bilden. Nehme ich mir ein Nähgarn. Das darf dünn sein, es darf natürlich auch ein bisschen dicker sein. Umso dünner, umso länger dauert es natürlich. Ich persönlich finde aber, dass es dadurch auch so ein bisschen edler und schicker aussieht. Das ist jetzt auch eins, was sehr schön glänzt. Das könnt ihr natürlich in der Farbe nehmen, in der ihr wollt. Ihr könnt das natürlich aber auch einfach so lassen und abschneiden. Das sieht auch süß aus. Ich persönlich werde es jetzt wieder so abschließen und das ist ganz, ganz einfach. Also man nimmt sich hier einfach die Stränge, macht die wirklich zusammen und dann bindet man sich erstmal, das ist jetzt hier ein bisschen schwer mit der Kamera, bindet man sich das hier erstmal fest. Also heißt, ich mache da einen ganz normalen Knoten und mache da dann noch ein paar mehr Knoten, damit das dann auch wirklich, wirklich hält. Also ich mache jetzt mal so 3, 4 Knoten. Ihr könnt das dann auch nochmal schön runterziehen, dass es schön gleichmäßig auch wird. Und dann geht es auch schon los. Jetzt heißt es eigentlich nur noch schön eng wickeln. Dann habt ihr das hoffentlich ein bisschen ordentlicher gemacht als ich. Ihr schneidet euch dann diesen Faden hier einfach wieder ab und verknotet den mit dem Anfangsfaden, den wir vorher hatten, mit dem wir angefangen haben. Und das verknote ich jetzt wieder so ein paar Mal, damit es dann auch wirklich, wirklich gut hält. Also am besten wieder 4, 5 Knoten reinmachen. Und dann sind wir auch schon gleich fertig. So, das können wir jetzt hier einfach abschneiden. Wer mag, kann das auch einfach mit einer Nähnadel nochmal hier durchfädeln und ein bisschen sauberer vernähen. Aber eigentlich fällt das nicht auf. Und dann könnt ihr schauen, wie lang ihr hier diesen Schweif haben möchtet. Ich mache den jetzt mal ungefähr so lang wie hier, damit es ein bisschen einheitlich ist. Also ich schneide das jetzt mal hier ab. Ich mache das mal ein bisschen höher, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann nehme ich mir einfach eine Bürste, einen Kamm oder wie auch immer. Also mit einem Kamm funktioniert es auf jeden Fall ein bisschen besser. Und dann könnt ihr das hier unten ganz einfach auskämmen. Das ist natürlich sehr wichtig, was für ein Garn man nimmt. Also es sollte schon eins sein, dass man auch auskämmen kann. Wenn ihr eins habt, das man nicht auskämmen kann, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber dann solltet ihr das unten einfach ganz normal abschneiden. Dann funktioniert das mit dem Kämmen nämlich nicht. So, und das kann man jetzt natürlich noch ein bisschen schön nachschneiden. Man ist jetzt hier ein bisschen schief noch. Ja, und das war's. Das ist unser fertiger Schlüsselanhänger. Wenn euch das Video gefallen
gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr Do-it-yourself-Ideen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Instagram.